Herzlich willkommen! Ich zeige euch heute, wie man einen Tüllrock näht. Was braucht ihr alles für den Tüllrock? Einmal einen Schnitt. Ich habe einen Schemaschnitt entworfen. Dann braucht ihr Nähseide, ein Gummiband, ein Jerseyfutter und einen Tüll. Und wie man das alles zusammennäht, zeige ich euch in diesem Video. So, wir beginnen gleich mit dem Jerseyfutter. Wir legen dieses Webkante an Webkante im Bug. Den Bug legen wir zu uns hin und dann zeichnen wir gleich die Maße gleich direkt auf den Stoff. Diese seht ihr dann auf meinem Schnitt. Der Schnitt reicht von der Größe 34 bis 44, quasi von den Teilenumfang 65 bis 84. So, wenn wir das gemacht haben, fixieren wir mit ein paar Nadeln den Stoff, damit er uns nicht verrutscht, und schneiden das Ganze aus. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, zeichnen wir den Abnäher ein. Und zwar messen wir von der linken und rechten Oberkante 4 cm nach innen und 22 cm nach unten und verbinden diese Linie. Sie wird bestenfalls ein bisschen rund gezeichnet, damit wir an den Seitennähten keine Ecken haben. Und dann schneiden wir diese Ecken oder diese Abnäher einfach weg. So, jetzt wird es interessant. Jetzt schneiden wir den Tüll zu. Das ist der Teil, wo meine Mädels in den Nähkursen am meisten geflucht haben. Also bitte nehmt euch ein bisschen Zeit und gebt nicht gleich auf, er ist nämlich sehr rutschig. Also wir legen ihn wieder Webkante an Webkante. Der Tüll hat keine Webkante, aber er ist ca. 150 cm breit und diese 150 cm legt ihr in den Bug. Den Bug legt ihr wieder zu euch. Auf der Unterseite beschwere ich ihn, damit er mir nicht davonrutscht. Wir schneiden jetzt 4 Bahnen zu. Wenn er nicht gerade zugeschnitten ist, bitte begradigt ihn. Nehmt einfach ein großes Lineal und legt das in den rechten Winkel, wie ich das gerade vorhin gemacht habe. Dann schaut ihr wieder, welche Maße ihr benötigt, steht alles im Schnitt, und messt dieses einfach beim Tüll runter. Man kann den Tüll nicht anzeichnen, das heißt, mit Schneiderkreide funktioniert das nicht, deswegen stecke ich das alles mit Nadeln dort, wo ich schneide. Und ein paar Zentimeter weiter unten, so wie ihr das da gerade seht, fixiere ich quasi die nächste Bahn, damit mir das alles nicht verrutscht, wenn ich jetzt die erste Bahn runterschneide.
So, jetzt schneiden wir noch die Breite der Stoffbahn zu. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, die nächsten 3 Stoffbahnen zuzuschneiden. Erstens einmal, ihr wiederholt dieses Prozedere oder ihr legt dieses Teil einfach auf den Tüll auf und schneidet die nächsten Bahnen genauso wieder zu. So, jetzt haben wir 4 Bahnen zugeschnitten. Die klappen wir jetzt auf und legen jeweils 2 Bahnen übereinander. Und nähen diese links und rechts, also die rechte und die linke Seitennaht, füßchenbreit zusammen. Und nehmt euch einfach ein paar Nadeln zur Hilfe und steckt den Tüll, also die 2 Lagen, einfach zusammen. So, geschafft. Und das gleiche wiederholt ihr mit den anderen Teilen. Also einfach wieder aufklappen, 2 Teile übereinander legen und wieder die 2 Seitennähte zusammenstecken und dann zusammen nähen. Es gibt jetzt einen Schmäh beim Tüllnähen. Es kräuselt sich nämlich ziemlich leicht, weil der Tüll so filigran ist. Das heißt, ihr seht, ich ziehe hinten ein bisschen an beim Nähen und dann funktioniert das wunderbar. Und am Anfang vernäht man normalerweise mit Vor- und Rückstichen die Naht, aber wir tun das nicht, sondern wir verknoten diese Fäden. Wir haben jetzt jeweils 2 Stoffbahnen zusammengenäht. Es entstehen 2 Schläuche. Diese 2 Schläuche wenden wir so, dass die Naht sogar am Innen liegen. Dann stecken wir den zweiten Schlauch in den ersten Schlauch und dann entsteht ein doppellagiger Schlauch, den wir an der Oberkante zusammennähen. Das heißt, wir stecken sie mit den Nadeln oben einfach zusammen. Diese Naht sollte so aussehen, dass wir füßchenbreit nähen, von einer Seitennaht zur anderen und dann wieder von dieser Seitennaht zur anderen Seitennaht. Also wir haben 2 Nähte. Die Stiche sollten so groß wie möglich sein und die Oberfadenspannung ganz auf hoch. Also bei meiner Nähmaschine ist es die 9. So, das haben wir jetzt geschafft. Wir werden jetzt diesen Tüllrock achteln. Einfach deswegen, weil wenn wir einmal anfangen zum Kräuseln, tun wir uns ziemlich schwer einzuteilen, wo jetzt die meisten Falten liegen. Das heißt, einfach einmal achteln, mit den Nadeln markieren. Das gleiche machen wir jetzt beim Jersey-Unterrock. Die Seitennähte sind eh schon die Hälften. Wenn wir die halbieren, haben wir ein Viertel. Und wenn wir das noch einmal halbieren, haben wir Achteln.
So, wenn wir das jetzt gemacht haben, legen wir den Unterrock in den Schlauch, also in den Tüllschlauch, und verbinden diese Achtelstücke vom Tüllrock und dem Jerseyrock. Das heißt, überall, wo die Nadeln zueinander treffen, stecken wir den Jersey und den Tüll zusammen und die Seitennähte treffen zusammen. Wie man hier so schön sieht, entsteht eine Mehrweite beim Tüll. Diese gleichen wir aus, indem wir bei dem Oberfaden anziehen. Und dieser Oberfaden sollte ganz locker sitzen, weil wir die Oberfadenspannung ganz hoch gestellt haben. Und das ist jetzt ein bisschen eine Spielerei, weil die Falten sollten alle schön eingeteilt werden und mit Nadeln fixiert werden. Und das wiederholen wir auf der anderen Seite des Tüllrockes. Und wenn wir das jetzt geschafft haben, schön eingeteilt haben, nähen wir mit 1 cm Nahtzugabe, mit hoher Oberfadenspannung, mit großen Stichen von einer Seitennaht zur anderen und wieder von dieser zur anderen. Jetzt legt ihr das Gummiband um die Taille so eng wie möglich. Ich finde es hübsch, wenn es in der Taille liegt und finde, es tragt nicht so viel auf. Plus 2 cm Nahtzugabe und schneidet es ab. Legt es jetzt rechts an rechts und steppt mit 1 cm Nahtzugabe eine Naht, legt dies in eine Richtung und steppt von außen noch einmal ab. So, fast geschafft. Wir nähen jetzt nur mehr das Gummiband auf den Tüllrock auf. Dafür achteln wir wieder das Gummiband und den Tüllrock. Wenn wir das geschafft haben, kommt das Gummiband genau an diese Achtelstellen auf dem Tüllrock zum Liegen. Wir überlappen 1 cm und stecken das Gummiband fest. Ich lege mir gleich die neuen Kräuselfaden zurecht, denn es entstehen jetzt, wie ihr seht, wieder solche Mehrweiden beim Tüllrock, die wir dann bei diesen Kräuselfäden wieder einhalten werden. Jetzt
kräuseln wir wieder. Wir nehmen diesen Faden, den wir uns vorhin schon zurechtgelegt haben, den Oberfaden mit der hohen Oberfadenspannung. Wenn die Stiche groß genug sind, dann tut ihr euch jetzt beim Kräuseln etwas leichter. Wenn ihr das jetzt geschafft habt, steckt ihr alles mit Nadeln fest. So soll das jetzt aussehen und jetzt näht ihr das Gummiband mit Zickzackstich fest. Das ist jetzt die letzte große Hürde. Schaut einfach, dass unterhalb sich nichts hineinwurstelt und dehnt das Gummiband einfach beim Aufnähen. Ach ja, und noch ganz wichtig, vergesst nicht die Oberfadenspannung wieder zurückzustellen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. So, das war's auch schon. Schnitt und Stoff findet ihr auf meinem Davanda Shop und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachnähen. Ciao, ciao!